48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure and Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 6. Episode des YPC Boat 2024 und damit zur 2. Hälfte des ersten Angeltags in Gruppe C. Momentan führt Westin nach einer extrem routinierten Vorstellung und einem beinahe beängstigenden Barschdurchschnitt vor Team Adventure, das ebenfalls schon 4 richtig starke Wertungsbarsche jenseits der 45 cm Marke fangen konnte. Dahinter folgen Neuke und LMAB. Bei Christian und Paul gab's hohe Frequenz und einen 96er Hecht. Bei Johannes und Enrico war nicht ganz so viel los. Dafür könnten die beiden nach einem 94er und einem 1,12 Meter großen Exemplar das Hechtangeln theoretisch schon abhaken. Zack wiederum muss den Hechtscore mit Sicherheit noch nach oben schrauben, denn bisher sind bei Eule und Chris ausschließlich halbstarke Exemplare im Boot gelandet. Derzeitiges Schlusslicht ist Headbanger, für die aber immerhin ein guter Zander spricht. Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die aktuellen Positionen der Boote. Zack fischt als einziges Team auf dem Volkerack. Den einzigen Gewässerwechsel hat Neuke vorgenommen. Sie fischen nun allein auf dem Hollandsdieb auf Zander und überlassen das Haringfleet vorerst 4 anderen Duos. Während Westin, Headbanger und Adventure im westlichen AV schon einige kleine Spotwechsel hinter sich gebracht haben, setzt LMAB auf lange Driften und hat den Verbrennungsmotor seit dem Startschuss kaum benutzt. Hi Leute und herzlich willkommen zu Episode 2, Gruppe C bei YPC Boat 24. Wir sind immer noch auf dem Plateau, immer noch am Driften, immer noch auf der Jagd nach Zander oder Hecht oder Barsch. Am Ende ist egal, Hauptsache kein Wels oder Rapfen. Ja. Topwater zählt auch nicht. Deswegen bleibt unser Plan wie gehabt und wir haben allerdings noch eine kleine Option für den späten Nachmittag eingebaut. Sollte der Wind nicht unbedingt zu stürmisch werden und wir können an einem der Barschplätze stehen, die wir hier rausgefunden haben, dann werden wir das noch machen. Aber jetzt heißt es erstmal weiter werfen, werfen, werfen. Driften und werfen. Also bleibt dran. We have almost a full cart. We have some crazy fishing, Luke. Yeah, fantastic. What a day. So we just have to catch one more sander and one more pike through a full cart. So let's go for it. Fish, fish, fish. You? Yeah? Yes, Oh, don't catch. it's a nice one. Yes, it's nice. I stay. It's really important. Come on, pike. Oh, nice one. Really nice thread. Really nice, man. Really nice. Wait. Yes! 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 As I said, we are on the spot, guys. We are on the spot. Yes! Maybe my personal best. The firetail from Headbanger. A little bit of little bit of tuning with a Mura's mouse, but Look at her. Look at her. It's absolutely crazy fish. Man. Okay. 121. 121, my personal best. What a beast! My personal best, man. Alle wach? Enrico hat es beim letzten Mal gut gewordet. Heute ist Ochsenwetter. Ein irrer Fisch, zugleich die Führung für Adventure und ein großer Schritt in Richtung Finale. Was sagt der Routinier selbst zu seinem neuen PB? As you said, follow the plan. Incredible how much emotion you can feel when you fish. When you go to big fish. And
like from the morning, everything we start, we get an idea. I arrive, Honza arrived kind of a week ago. He has been on the water. I know those water, but I've not been fishing, so we follow his lead. And yeah, we have a lot of trust in what we do. And today is paying off. Yeah. Small details. This morning he was really catching them on perch. I catch up also and doing different things. And now this personal best. Jesus Christ! Congratulations, mate. That is the best in IPC boat. Yes! Yes. Yeah, I'm lucky. I'm happy. Yeah. And you must flying right now. Yeah! Fred will flying over the boat. Let's go home! He will flying here. Yes. Schön zu sehen, oder? Ein sichtlich aufgewühlter Fred muss den Puls erstmal wieder runterbringen. Bei Team Zeck, das bereits 3 65er Hechte auf dem Board hat, bahnt sich zeitgleich ein unwahrscheinlicher Viererpack an. Fisch. Stimmt's da nicht, oder? Kommst du, Kirscher? Ja, bin ich schon da. Wetten, der hat 65? Wetten, der hat 65? Nee, das... Oh, nee, Oh, ganz schön. Ja, war. Komm her. Komm her. Ich hab Die Spitze. Das kann, wenn es mal passiert, muss man schnell machen, weil die haken sich dann ganz schnell aus. Jetzt. Geh vor, mich aber. Der ist drüber. Der hat 66. Aber ich habe ein gutes Augenmaß mittlerweile. Ne? 66. Und schwupps. Weitermachen. Hilft ja nichts. Jetzt hat 13:0 Bisse, gell? Ich glaube, das geht auf die Farbe. Probieren wir da mal Quayfire. Herr Meier, vielleicht mit dem roten Punkt oder was, weiß es nicht. Jawohl. Quayfire for life. Da ist er. Das ist was ganz Kleines. Vielleicht ist es aber ein Barsch. Der zappelt wie ein Barsch. Echt jetzt? Oder es ist ein ganz kleiner Zander. Ja, jetzt wird's zanderig. Zanderig. Ja, das ist ein kleiner Zander. Das ist der erste, Petri. Auf dem Weg zur Fullcard. Chrissy? Oh, hier ist noch ein Zander. Ah, ging ja schneller wie ihr dacht mit der Fullcard. Zack. Hast du? Jo. Ich hab meinen schon hier. Halt mal kurz. Ja. So, hier ist meiner. Haben wir einen Doppeldrill hingezaubert. Über 1,5, 46. Und der nächste. 46 und 7, ne, auch 46. 46 und 46. Der sah viel größer aus, deiner. Massiver Zander. Den lassen wir jetzt auch schnell zurück. Wir hoffen natürlich auf größere. Zack, und weiter geht's. Neuke wird die momentane Ausbeute noch deutlich verbessern müssen. Ein Teilziel ist mit dieser Zander-Doublette aber fraglos erreicht. Fullcard! Jetzt müssen wir Geil. bloß aber 20 Jetzt müssen wir uns nur noch Zentimeter, verbessern. ey. Da ist er. Da ist er. Der ist besser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ein 50er. Der hat bestimmt 50. Nein! Ich hab neu gesehen, der war wirklich besser. Sag ich doch.
Naja, sie sind in Gange. Ich glaube, das wird nicht der letzte sein. Oder wir sprechen uns in 2 Stunden noch mal wieder, wenn ich sage, boah, da war der letzte. Motor, Gang. Wieder. Der kommt zu schnell hoch. Das ist auch wieder 65. kein Upgrade. Als Größe. Das ist wieder 65. 65. 69. 69, der größte für heute. Da wird uns aber trotzdem nicht helfen. Ich muss noch irgendwas Großes heute her. Zec verbessert sich Mühe für Mühe und überholt fürs erste LMAB. Damit hatten wir fast alle Teams zumindest kurz vor der Linse. Was macht eigentlich Headbanger? Nice, take the net. Take the net. Quick, 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 quick. He's coming up, he's coming up, he's here. Yeah, there it is. Yes, at least finally. Not the size that we were hoping for, but damn, it feels good. Should have a look at that. Wow. The lizard is completely gone. But it's a nice perch, upper 30s. This is what did the trick, the bang lizard. It's 34.5 centimeter. Good start, good start. Okay, let's try something different. Something what we exactly need right now is really big pike, and I will fish for her with this small pike. But it's not small, it's lure, it's giant lure. It's from Jacek Rafal Gorny, Polish guide who's living in Ireland and making these fantastic lures. It's disco pike. It's really, really nice and effective lure for big pike. It's really selective. No pikes are afraid about it. They don't take it. But big pikes really love them. Let's try it here in the Dutch. Da ist er. Der könnte vielleicht ein paar Zentimeter gut machen. Jo, macht er. Geht an eine 60 ran, wa? Ja, das könnte passen. Ganz sauber durchgenagelt durch die Platte hier. So muss es sein. Knack und raus. 55 cm. Ja, der ist schon mal eine Nummer größer. Mal gucken, Zander gucken wir noch mal, ob wir die kriegen. Den lassen wir jetzt schnell zurück. Zack, ist er wieder weg. Geil. Also wie ihr seht, jigge ich die Zander tatsächlich mit der Baitcaster, was jetzt nicht so gewöhnlich ist. Man hat halt einen anderen Winkel zum Anschlagen, was jetzt nicht unbedingt immer vorteilhaft, aber jetzt bei dem Wind kann man die Route ein bisschen seitlicher nehmen. Und wie ihr gesehen habt, hat Heike die Anhiebe super durchbekommen. Man hat bei Baitcast-Routen auch richtig schöne Backbone, also man kann voll durchladen und die Fische haben super gehangen damit, ne? Bei der Baitcast-Rolle hier habe ich eine relativ kleine Übersetzung, 6:3. Das ist eine Steeds TV. Die Zander mögen es eher langsamer, haben wir festgestellt. Wir fischen hier relativ leicht, also bei dem Wind 14 Gramm auf 6,3 Meter. Und machen 1 bis maximal 1,5 Kurbelumdrehungen. Ganz langsam hier, seht ihr, tock. Relativ kurze Absinkphasen, aber ihr seht, das reicht vollkommen aus. Die Fische reagieren super darauf. So we're changing spot. There's another spot close by. Fishing in the grass again. Okay, this is a new spot. This is a steep drop-off for the sanders. I'm fishing with a Bulti still with a 10 gram jig head, but I'm using the new W10 braided line, and this line is very smooth, so it cuts through the water very good, and that way you can fish a little bit lighter. So normally I would fish it with 14 gram, but with this line you can fish a little bit lighter, and with this wind it's perfect. 5, 4, 3, 2, 1, out! Gang raus. Das war's mit der Power Hour.
So Jungs, ihr seht, Power Hour ist vorbei, gell? Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Schade, dass wir jetzt beim Schleppen keinen größeren Fisch gekriegt haben. Der tät uns, glaube ich, ganz gut stehen. Jetzt versuchen wir da noch den Spot auszufischen. Und wenn das nicht funktioniert, und dann geht's an der heimtückische Barsch. Nice bite. It was just close to the drop-off. Oh, and it feels like a real good fish, real good fish. Oh, nice. Very nice bite. Whoa, I like it, I like it. Maybe it's a pike, because yeah, it's a pike. It's a pike. It's not a big one, but it's a pike. Fish is fish. But the bite was like a big zander, you know. But if you see that your line is coming up, most of the time it means pike. Zander, they stay deep. It is a pike, and we have our second pike. Yes. Oh, and he spits out a little fish. And the lure is coming out. Yes. A tree. Three. So he is feeding. Yeah. He's feeding. That's cool. Let's see to the camera. It's cool. He spits out 3 roaches. That's the match. Look at that. That's the match. And don't match the hatch. It's match the hatch. Match the hatch. Yeah. Match the hatch. All That's the match. The blood is on my hands. Yeah. It's from my hands. It's 60. 60, you see? 60 centimeter pike. It's one to upgrade, but for sure we have it already, so that's cool. Yes. Bye bye. Nice job, Luke. You're on fire. Yeah. I thought it was a zander. Yeah? So, because the bite was so rock hard. Well, we also needed the pike, so that's good. Yeah. Now we only need one zander. So, one zander and we have a full cart for today. Yeah. First day. Bei den Hechten lässt Weston vorerst noch Luft nach oben. Und selbst Veteranen wie Luke bekommen von kleineren Exemplaren gelegentlich mal einen mit. I mean, these small pikes, they are mean. I'd rather have a big one. They have a good handle, you know. And the small ones, they are always hurting me. They don't like me. But I have some very good tip for you guys. This stuff, I'm not sponsored, believe me, I'm not sponsored, but this stuff is really good. Wow, schon wieder eine Aktion. Am 9. Mai ist Vatertag und am 12. Mai schon Muttertag. Ratet mal, wer die scheiß Mutter spielen durfte. Also machen wir einfach die Family Days. Wuhu. Wie? Einfach 4 Produkte in den Warenkorb packen und nur 3 davon bezahlen. Das Beste daran, es funktioniert so oft, wie du willst. Kauf einfach 4 Produkte, pack die einfach in den scheiß Warenkorb und bezahl nur 3. Voice over. Ach nee, das muss ich. Nur vom 8. bis zum 13. Mai. Und nur auf hechtundbarsch.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Durchsichtige Plastertüte bedeutet immer, gibt es noch nicht auf dem Markt. Also wenn ihr das seht, wahrscheinlich schon. Aber der SLT, den gibt es jetzt in einer größeren Größe, 4 Inch, ein bisschen voluminöser, perfekt angepasst auf den Ogi Kaishin. Hinten mit einer kleinen Verengung. Der SLT ja sowieso schon ein beliebter Köder für den Tiny Kaishin in der kleinen Variante. Und jetzt gibt es den großen Bruder für den Ogi Kaishin. Zanderangeln sind wir jetzt fertig, zumindest was das Jiggen angeht. Wir werden jetzt ins Flache gehen. Da ist alles zu erwarten. Wir fangen erstmal mit der für uns nicht so schönen Seite an, weil da der Wind drauf drückt. Fischmäßig wird es da wahrscheinlich ein bisschen mehr sein.
Also wir fahren rüber, driften, wieder klassisch Driftsack, vorne Buchenbutter drin, alles ein bisschen verlangsamen. Da wird die Nummer abgescheppert. Naja, immerhin mal. Vielleicht ein bisschen größer als der 58er. Das soll er wohl schaffen. Schön. Aber ey, guck mal, ne? Auch die kleineren trümmern sich diese Maus weg. Ist überhaupt gar kein Problem. Mit dem 18er Perch drauf. Ja, voll weg. Guck mal an. Voll weg, ja. Wow. Geil. Bisschen größer wie 58, aber immer noch zu klein, um weiterzukommen. Ja, wer weiß, wie wichtig diese Fische sind am Ende. Ja. 74. 74! Den lassen wir gerade wieder. Immerhin meldet sich Team LMB auch mal wieder mit Fisch. Ja. Zwischendurch muss mal eine Meldung kommen. 74, der erste Fisch in der zweiten Episode der Gruppe C. Oh, der Wind wird auch ein bisschen stärker. Auch der Kameramann kommt so leicht ins Schaukeln. Wind wird stärker, Fische werden schwächer. Das ist nicht so. Eigentlich ist das umgekehrt. Naja, als Bonusfisch ist der doch erstmal gar nicht so schlecht. Die Jungs von ZEC wären mit so einem Exemplar sicher nicht unzufrieden gewesen. Inzwischen steht bei Eule und Chris aber ein anderer Zielfisch im Fokus. So, wir sind jetzt an unserem Barschspot angekommen. Und hier hatten wir im Training viele Fische, auch ein paar bessere dabei. Und da versuchen wir jetzt verschiedene Techniken. Jigspinner, Chatterbait, vielleicht auch Cerik. Und hoffen, dass sie heute auch wieder da sind. Das ist der Plan. Und dann haben wir in unmittelbarer Nähe noch mal 3 oder 4 Spots. Ihr seht, die Fahrt war etwas feucht. Etwas, ja. Um ehrlich zu sein, ist sogar meine Unterbuchse durch. Aber hilft ja nichts, ne? Also Gas geben, Gas geben. Boah, schwerer, ich glaube großer Barsch. Geil. Großer Barsch. Hoffe ich. Ja, ich glaube, das ist ein richtiger Koffer. Oder es ist halt ein Hechter, ich glaube. Scheißegal, Alter. Schuppe heute ist okay. Solange jetzt kein Seelöwe hochkommt oder irgendwas, war alles recht. Ich sehe nichts. Achtung, geh mal vor. Ich sehe auch nichts, gell? Ja, der kommt gleich. Geht vor mich. Kommt gleich. Wunderbar. Ist eine leichte Route. Ist eine leichte Route. Bitte sein Barsch. Hecht. Okay. Achtung, ich muss rum. Da geht der Motor. Gramm Rode, ich kann jetzt nicht extrem viel Druck machen. Da kommt gleich. Da ist er. Schnell. Jawohl, Upgrade, gutes Upgrade. So, dann wollte er. Muss ich aufklappen diesmal, ne? Wir dürfen aufklappen. So, auf den Jigspinner. Das ist ein Rogue Runner. 81,5. 82. Ja. Der erste echt passable Wertungsfisch für ZEC und ganz schön Radau im Drill. Für Produktentwickler Chris ein willkommener Materialtest. Also der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gesehen, dass ich hier eine Rolle von uns fische. Das ist tatsächlich noch ein Muster. Wir erwarten demnächst hoffentlich finale Muster, also einmal optisch noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Toleranzen angepasst.
dass wir wirklich absolut zufrieden sind. Sind wir schon sehr lange am Testen, aber es hat man zumindest mal die Rolle so ein bisschen arbeiten gesehen. Also es ist eine wirklich sehr, sehr gut laufende Rolle. Ich will noch nicht so viel verraten, aber es kann gut sein, dass die eventuell nächstes Jahr schon gegen Spätjahr im Handel erscheinen wird. Wir halten euch dahingehend auf jeden Fall auf dem Laufenden. Fisch? Ja. Oh, geil, geil. Einmal angetestet. Geil, geil, geil. Der hat einmal vorher. Endlich mal hängen geblieben. Spinner bleibt kurz weg. Ja. Und dann kam. Oh ja, da ist er, 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 da ist er! Den kleinen Zander raus! Ich hab ihn. Sehr gut. Sehr nice. Ich habe einmal gemerkt, wie das Blade quasi aufgehört hat, Wasser zu verdrängen. Dachte ich mir schon so, oh, was ist das jetzt? Und dann hat er einen Volley genommen. Vorne dran, 65 glatt. Sehr wichtig. Kommt wieder zurück und der wird mich jetzt nass machen, denke ich. Ah ne, so geht's auch mal, ohne nass machen. 65 Punkte, reporten und hoffen, dass da nicht so viel passiert ist, seitdem ich das letzte Mal drin war. Gutes Upgrade, mit dem Neuke nun um Haaresbreite vor Weston liegt. Ihr seht, theoretisch zählt hier jeder Zehntelpunkt. Die bisher spottreuen Enrico und Johannes haben derweil das Boot erstmals ein bisschen versetzt. Wir beginnen hier an diesem Spot genauso wie wir an dem anderen aufgehört haben. Ich fische einen 14er Köfi Perchet, den so durchs Mittelwasser, durchs Kraut geleiert und gezupft. Das ist immer so eine Mischung. Also der hat Bewegung und ab und zu ticke ich den so ein-, zweimal an, dann lasse ich den reinfallen und dann kurbel ich ihn weiter und Johannes fischt den 1.0er Multivibe. Mit diesen beiden Ködergrößen, aber auch Ködern malen wir uns einfach die meisten Chancen aus, jetzt was anderes zu fangen als ein Hecht. Wobei beide natürlich auch einen großen Hecht fangen können. Also hier so Standardgrößen 12 cm können auch echt einen 1,20er irgendwo rauspoolen. Aber ja, wir malen uns hiermit einfach die meisten Chancen aus, auch einen Barsch oder einen Zander zu fangen. Und das ist der Plan, weil mit den Karten der anderen brauchen wir zwingend auch 2, 3 Kickerfische noch. Da ist es gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht sogar einen großen Zander in der Karte hat. Vielleicht sogar über 70. Mal sehen. Let's try something else. Something more white. Like my hair. Match the hatch. Fisch. Zander, 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 Zander. Yeah. Yes! Yes! Kanone, ey. Eigentlich kleiner, als ich ihn mir erhofft hatte, aber doch Zander. 59. So, und wie vorhin angesprochen, 14er Köfi Perchet, also richtig geil zum Zupfen oder zum, ja, so eine Art Zupfen, Leiern, so eine Mischung aus allem, Stop and Go, wie auch immer ihr das mit nennen mögt. Das funktioniert auf jeden Fall in diesen flachen Regionen richtig gut und eben auch auf Zander. Fisch, Barsch, Barsch. Besserer Barsch. Auch kein Riese, aber was für die Wertung hoffentlich. Kein Riese, aber was für die Wertung. Ich sehe nichts, gar nichts. Ja. Ja. Endlich mal der Zielfisch. Mega, Alter. Ja, ist ein Mit-30er. Ja, so wie mir. Mit 30er, so wie ihr, genau. Oh, da war die Hechtmutti auch schon dran. 0,5 hat er nicht, also 33. So, erster Barsch für uns. Super, Chris, perfekt. Komm, jetzt fang ich noch einen Zander einmal full gerade, dann mach mal was für dein Geld. Wir brauchen noch einen Barsch. Also den müssen wir auch upgraden. Egal was kommt.
Aber der Druck arbeitet am besten. ich habe das Gefühl, da kommen noch immer wieder Fische durch. Weitermachen. Immerhin mal der erste Barsch. Gut zu wissen, wer es nicht weiß. Colorado Blades, die nimmt man hauptsächlich bei trübem Wasser, weil die sehr viel Druck machen. Und das animiert die Fische dann über das Seitenlinienorgan. Und die Willow Leaves, die nimmt man hauptsächlich dann bei klarem Wasser, weil die von der Fläche her halt sehr viel aufblitzen. Und das ist so der Unterschied, wo man machen kann. Ne? Bei trübem Wasser setze ich hauptsächlich immer auf Colorados, wie statt auf Willows. Reacting? Dead. Sorry? It's dead. I think there is some problem with the charging of the battery. Has been some. So we don't have batteries anymore. So it means we cannot fish with the electric engine anymore. So that's gonna be a big problem because we're drifting way too fast. So then we really need to have a think about what to do. Yep. Troll, power hour. Yeah, we can do trolling. But in this weather, with the paravans, it's gonna be a nightmare. Yeah. So maybe we can go to that spot and try to do a few drifts, but probably we're drifting way too fast. Yeah, with the drift anchor at that spot, a few drifts. Fisch, Fisch, Fisch. Zander, Zander, Zander. Oh. Junge, direkt vom Boot. Bam! Aber so muss es sein! Yes! Aber Vollgas war der Biss. Junge, war der Tag gut. Schnur reinholen. Hallo Leute, ich habe auch still und heimlich vorhin mal den Köder gewechselt. Aha! Aha, denn der Chatterbait, ich hatte einfach ein schlechtes Gefühl und mit schlechtem Gefühl angelt sich's nicht gut. Und zwar habe ich auch einen Gummifisch dran gemacht und den habe ich richtig schön genagelt. Wow. Und zwar eine Nummer kleiner wie Enrico. Den Fisch lassen wir mal kurz den Kescher noch mal rein. 11 cm Köfi Perch und zwar mit einem kleinen Spinnerblatt. Als extra Reiz, um einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen bei dem starken Wind, den wir heute haben. Ist unter Wasser auch ziemlich laut. Und ja. Sehr gut. Hat gepasst. Jawohl. Ey, Das sind die, die wir brauchen. Das ist ein richtig starker Zander. Das ist ein starker Zander, ja. 68. 68, Johannes. Weiterhin ein super YPC-Debüt für Johannes. Wenn diesem tollen Turnierzander jetzt noch 2 gute Barsche folgen, wäre LMAB richtig weit vorne dabei. Bei Zeck begeht Markus derweil die erste Verzweiflungstat. Meine schlimmsten Albträume hätte ich mal das nicht ausmalen gedenkt, dass der Eule irgendwann mal einen Krabber über den Grund zieht. Aber er macht's halt. Oder eine Larve in Motoröl. Der Motoröl an sich lief super. Das könnt ihr vielleicht mit dem Skirt probieren. Die habe ich sogar geriegt. Wirklich? Geriegt and ready. Aber wenn du mit 28 Gramm dran rauskommst, kommst du mit dem auch nicht klar. Meine ich, ja. Aber ich fische auch leicht her. Leicht her? Du magst ja auch Spinnenfische, oder? Ich hüpfe halt jetzt über den Grund. Das schwerste Auge hast. The drift anchor. Where the fuck did the drift sack go? Yeah, I think you just. How the There goes it. fuck? Plan. Should drive up and see if we can see it. This is frustrating. That's gone. Fuck. The rope, the line broke. Yeah, due to the wind, I think. Yeah. Ne? Echt. Ja, aber was für einer, kommt drauf an. Wir müssen ja noch einen rauskicken. Stimmt. Kleiner. Alles gut. Ist nicht viel größer. Nope. Hopp. So gefällt mir das. Ja, 65 nicht. Aber 63. Aber 63. Hopp. Wieder ein Kescher, wa? Den Kescher released. Oder in die Gefriertruhe.
die letzte halbe Stunde an diesem Platz läuft, denn wir haben uns ein Zeitlimit gesetzt. Und wir haben uns dazu entschieden, dass Johannes jetzt nochmal groß auf Hecht schmeißt, denn wir waren eigentlich beide der Meinung, dass wir eigentlich noch einen Fisch mit 90 Punkten brauchen, um irgendwie dann diesen Platz zu verlassen, bevor wir dann nochmal auf Barschangeln gehen. Denn wir haben tatsächlich auch noch einen Barschplatz in diesem Gewässer, der natürlich genauso funktioniert wie das Hecht und das Zanderangeln. Dann wären wir ganz zufrieden für heute, weil die anderen Teams haben schon sehr, sehr starke Punktzahlen, aber trotzdem, also unsere Plätze haben gut geliefert. Und ich habe gesagt, ey Johannes, du hast heute ein gutes Hecht-Feeling, Junge. Fisch groß, und das macht er jetzt auch. Jetzt fängt er gleich noch einen Meter und dann passt's. So machen wir das, ganz einfach. Der Druck ist groß. Yes, I just put a Bulties 18 centimeter on. Because now we go to spots from 2.5 meter. And possible with this wind, they are more shallow. And not impossible would be there is a zander also on the shallows. And if you catch a zander on the shallows on these lakes, it's always a good size, like 70 centimeter or something. So then we have both possibilities, a pike or a zander. That's what we're gonna try now and see what happens because we need some action. Hier sieht man quasi, dass es flacher geworden wird und hier geworden ist. Und hier ist ein bisschen, da ist Fisch, hier ist Fisch, da ist Fisch. Jetzt drücke ich uns wieder ein Stück raus. Jetzt sind wir fast genau drauf. Nee, ich fahre schon rückwärts. Dass wir genau hinwerfen können. Ja, hier können wir mal jiggen nochmal. Ja. Vielleicht stehen sie am Grund, die Jungs. Das sieht gut aus. Struktur ist da. Jetzt fahren wir wieder an die Kante ran und werfen dann auf den Berg rauf. Mal schauen, ob das klappt. Nein, 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 nein. Jetzt kommt es auf die Eule drauf an. Ah. Yeah, that's it. Yes. Nice. At least we have a good pike. Yeah. Nice one. Good job, man. Good job. Good strike. So yeah, it's 87. 87. Yeah. Yeah. Aus dem Nichts. Trotz viel zu schneller Drift und damit wirklich schweren Bedingungen knallt es trotzdem. Extrem wichtige Punkte und Balsam für die Seele von Team Headbanger. So, first spikes in the boat. We had a bit of a problem. The electric engine died and the drift anchor line snapped. So we were forced to do drifting in the wind, 2 kilometers an hour. But finally we got our first spike, and a really nice one of 86 centimeters. It took a soft bait. When you're drifting hard, it's easy to fish a steady retrieve bait, I think. So yeah, we'll give this another 1.5 hour try. We are fishing for pike still. I'm fishing with spinnerbait in a really big drop. I let it fall down and wait for pike strike. Yesterday in training with Fred, we have a couple of pikes in this method. Hopefully one is waiting for us here. Wenn jetzt nochmal ein solches Hechtkaliber einsteigen sollte wie bei Fred, hätte Adventa schon ein unverschämt gutes Board. Es rappelt aber zunächst wieder woanders, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Ja, oh, good one. Nice. Nice one. Good. That looks good. Oh, big one. Can you help me? Yeah, of course. Looks heavy. Yep, it is. Okay, it's coming. Ooh, nice, nice, nice. Ah, fuck, big the wind. shakes. There it comes. You steer it in here for me? Yeah, but we're drifting so fast. Yeah.
but it's a nice pike, man. It actually is. Yeah. Okay. 3, 2, 1. It's him. Yes. Yes. Nice. Oh, that's a nice fish. Wow. Good job, man. Okay, let's measure her. It's a 111. You see? Oh, look at this. Big fish on the banger shed. Without electric engine, without drift anchor. Ah. Back to the basics. Really good strike. Strong fish. Happy to get it inside with the wind pushing us away. And that was a nice fish, man. Congratulations. Das gibt es doch gar nicht. Nachdem die geplanten Spots nur bedingt geliefert haben, treibt Headbangers Boot ungebremst übers Wasser und plötzlich kommen in kurzer Zeit 2 Fische für fast 200 Punkte. Sven und Emanuel machen viel verlorenen Boden gut. Wir werfen einen Blick auf den Doppelübeltäter. Banger shad, 27 centimeters, really nice, soft bait. It's quite light and it easily collapses inside the mouth of the pike. So yeah, and you gotta love this color. Du bist ein echter Fan von Abu Garcia, Zwartzonka oder den sympathischen YPC-Star Simon Torenbeck, dann solltest du diese Aktion nicht verpassen. Es ist Abu Week. Kaufe ganz bequem im Shop Produkte von Abu Garcia und Zwartzonka und lande mit je 50 € Einkaufswert für diesen Marken automatisch mit einem Los im Lostopf. Dem Gewinner winkt ein unvergessliches Guiding mit Simon Torenbeck inklusive Filmdreh, 2 Übernachtungen, Equipment, was du natürlich behalten darfst. Der Zweitplatzierte kann sich über eine handsignierte Abhakmatte von Simon und ein Beast Bellyboot freuen. Und abschließend der dritte Preis, ein einzigartiges Köder-Überraschungspaket aus dem Hause Zwartzonka Abu Garcia. Nur vom 3. bis zum 12. Mai und nur auf Hecht und Barsch.de. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit einem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in eine Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. So, we tried some spots and it's always a far drive with the boat. And the last 2 spots we didn't have a good feeling because the water was a little bit too murky. And now we come on the 3rd pike spot and it looks good. It looks good. And I know there is very good plants here. So the confidence is now very high. Dann wäre es nämlich die Mama von alle Barsche, Alter. Die hat's hier, die große, ich weiß es. Ich weiß es. Ausgestiegen? Nein. Ausgestiegen? Es gibt's doch nicht, oder? Hä? Ey, ohne Witz. Ich weiß nicht, was heute ist. So viel Aussteiger wir die ganze Woche nicht gehabt. Porca miseria. Weitermachen, weitermachen. Da war ich. Piep! So eine Piep! So ein Piep! So ein Scheiß Piep! Es gibt tatsächlich Leute, die bauen bei ihrer Kunstköder die Drillinge runter, Alter.
Ich gucke immer, dass noch mehr Öse dran sind, wo du ein paar Eier kannst. Sag zum Chris immer, mach mehr Öse dran. Falls mal jemand will, sage ich immer. Wegmachen kann man sehen. So ist es. Denk doch mal an die anderen Leute. Verstehe das eh, ne? Bei den Cat Quanks habe ich genau dasselbe gesagt. Aber ich gesagt, warum hat er bloß 2 Öse? 2 reichen. Hast du den? Ja. Liter? Nee. Kein Riese. Hey, guck mal, die war sicherheitshalber mit vorne. Oh. Uiuiui. Könnte eine knappe Verbesserung werden. Nee. Nee, keine Verbesserung. Aber vielleicht von den Barschen. Dann ist es 52,5, also 53. 52,5, damit 53 und kommt wieder rein. Und da ist er weg. Again. He took it again. Yeah, I have it. Yeah, yeah, yeah. It's not a real big one, but it's an upgrader. He took it 3 times. Nu kom een stuk vangen. Yes. Yes. Nice good job, man. All right, 68. It's not a big beast yet, but the big one is coming. We feel it. Hop. I almost jumped together with him. It's big waves at the moment, guys. Big waves, wind force 4, 5, 6. But it's real pike weather. But you need to find a spot with clear water. This lure, the Bulties headlight, it's a winner. It's one of my favorites for pike. I give you guarantee to catch pike with it. 100% guarantee. Neuke und Westin marschieren weiter im Gleichschritt. Nach Luc und Jeroen, die gegen Tagesende gleich mehrere Spotwechsel unternommen haben, hat auch LMAB noch einmal die Position verändert. Johannes und vor allem Enrico haben dabei aber einen ungewöhnlichen Zielfisch im Visier. Letzter Platz für heute. Hier geht's auf Barsch. Hier geht's auf Barsch. Hier geht's auf Barsch. Mit Finesse-Technik. Johannes fischt einen Carolina, oder? Ja, ich fische Carolina mit der 7 cm Finesse Filet Craw und auch ein kleines Stück Stahlverfach vorgeschalten, weil hier gibt es definitiv Hechte zu erwarten. Und wir wollen natürlich keine 30 Minuten weniger, weil sonst können wir fast reinfahren. Deswegen, ich starte schon mal. Du startest schon mal und ich fisch auch die Finesse Filet Craw, allerdings an einem Skirted Jig. Wir haben das so gehalten, dass wir immer was Unterschiedliches angeln, es sei denn, es kristallisiert sich raus, dass eins extrem besser fängt. Also zumindest beim Barschangeln haben wir das so gemacht. Das jetzt hier an einem 10 Gramm Kopf und genau den schleife ich auch. Ich habe auch eine durchsichtige Farbe, also semi-transparente Farbe Galaxy dran und erkläre ich aber gleich mehr, weil ich will angeln. We have less than 1 hour, so we're gonna activate the power hour. We need another pike, so we are not going to use the live like in our most of the people do, like chasing one fish. We're gonna just try to like make it faster. We're gonna try to see them and locate them, and so we can concentrate on one spot. If they don't react, we move, go to one spot, and the live is just going to help us to understand where they stand on this edge. Yeah, let's try it. Yes. An upgrader, but it's another pike.
Yeah. Yeah. He was biting like he was very big. 68 is the smallest pike. So it's 61. It's a nice bite, a nice pike, but it's a little bit too small. So, bye bye. Bye bye. The rod I use here is the hybrid cast, and the hybrid cast is a perfect rod for all-around lures. I use it for jerk baits, but I also use it for soft baits. So with this rod you can do a lot of things. It's 2.18 meters, it's a fantastic length, and it's the perfect action for pike fishing. You can use it from the boat, you can use it from the bank, and in this case I have done something what you would really like. It's the new reel, the bait casting reel from Westin. Yes, we have them. Since very short we have now bait casting reels from Westin, and you see fishing, I'm fishing with it, and they cast like a crazy man. Ja Leute, wir starten jetzt unsere Power Hour, denn wir haben eh nur noch 45 Minuten Zeit zu angeln. Nicht um zu pelagen, denn Zander haben wir eh schon gefangen und Hechte auch, sondern einfach um den Platz hier ein bisschen besser zu beleuchten, dass wir die Kante besser treffen können und einfach auch mal zu gucken, ob da Fisch steht, weil wir sind nicht drüber gefahren, sondern direkt an den Wegpunkt. Und ja, wir schalten das Livescope mal ein. Ob es uns am Ende was bringt, glaube ich zwar nicht, aber dann können wir immer ein bisschen gucken. Da stehen zwar 1, 2 Fische. Das ist eh gut, den können wir gerade vors Boot schmeißen. Hier stehen die. Pop, 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 pop. So, da kommt jetzt noch ein bisschen Geheimpaste drauf. Schmiererei sozusagen. Und zwar sind wir gerade dabei, eine Lockstoffpaste zu entwickeln in so einer Lippenbalsamtube, wo man das ganz easy hier rausdrücken kann. Feste Konsistenz hat das Zeug. Auch ruhig in die Skirts ein bisschen einschmieren, oben, unten. Ist eigentlich wurscht. Dann kann man da richtig toll mit arbeiten, ohne dass man die ganze Zeit mit den Händen schmieren muss, also mit den Fingern. Dann stinkt man nämlich den halben Tag. Und wenn man einen Partner zu Hause hat, den man sexuell attraktiv finden möchte, oder der einen attraktiv finden sollte in dem Fall, und man kommt mit so Knoblauch oder Krebs oder Wurm oder was weiß ich was für ein Aroma an den Händen nach Hause und sagt, hey Schatz, na, ich glaube, das wird nichts. Während Enrico Angelmarketing auf ein ganz neues Level hebt, kommt Eule auch ohne Zusatzstoffe ganz gut zurecht. Fisch, jawohl. Mach langsam. Schön langsam, schön langsam. Barsch. Ha? Barsch. Schön langsam. Hoffentlich bleibt da dran, echt. Ich hab die Bremse jetzt so weit auf, ja, dass er gerade so nicht quietscht. Wenn ich ein bisschen Druck drauf mache. Also für alle. Großer Barsch. Großer Barsch, mein Freund. Ich weiß, das großer Barsch. Achtung, das Wasser. Konzentration. Bringe den. Konzentration. Ich hab noch nichts. Ja. Ich weiß, dass er es ist. Der heimtückische Barsch. Ich hab gemerkt, wie er sich arg schnichert. Yes! Yes! Oh Mann. Geil, Alter. Auf, hey, komm, ich hab gesagt, die steht in deinem Scheißplatz. Mach das der. Mach du weiter, schmeiß du weiter. Ich mach weiter. Geiler Scheiß, Alter. Dann machen wir ganz locker auf 41. Siehste? Okay, cool, Alter. Geiles Teil, oder? Ja. Und go weg. So. Traumhaft. Jetzt frischt dann nochmal Luft, der Wind, gell? Ja. Wenn auf der Fresse, dann aber richtig, wa? Ja. So as you can see now, it's really rough. The weather is border. We should go back, but we have like half an hour left, and we switch to spinnerbait, and that's one tip that we can give you. You know, when you have such a bad condition, it's very difficult to control your bait, and a spinnerbait is really good for that, because in fact you cast and retrieve. You choose, you adjust the size of your spinnerbait to the depth you want, and then that's all you have to worry about. And then you cast, retrieve. With so much wind, the water is going to be stained a little bit,
so you want also this extra flash and extra noise. Think about the wave as a noise also. The wind is pushing on the surface, the waves are making noise, so the fish are going to tend to go down a little bit deeper and stay away from the noise. So you want to get noticed in so much noise. So in general, noisy bait like chatterbait or even more spinnerbait are the key in big wind. Die letzten Minuten sind angebrochen und der Wellengang legt inzwischen nahe, die Rückfahrt anzutreten. Allerdings ist auch klar, an solchen Angeltagen will niemand frühzeitig nach Hause gehen. Alter, ich hab schon gedacht. Ach, ein Eimer. Das ist ein Riesenkrebs. Alter, was für ein Krebs. Oh, guck ihn nicht an. Geh weg. Der ist riesig. Alter. Junge. Der ist safe. Drum, Ding, du. Safe sauer. Tschüss. Yeah. Oh, big one, Sven. Really big one. Net. Get the net. This one is big. I can tell you. Okay, I'm gonna bring it up and you're gonna net it. Yeah! Hey! Woo! That's a fucking big one. Oh, yeah. Oh. What should we do? You know, sometimes things just have to go a little bit wrong before it gets right. That's just how it is. 3, 2, 1, go! It's a long fish, man. It's a really long fish. It's 120. Yeah, at least 124. Yeah. That's 124. That's a really big pike. You know, as a Swedish person, I need to get a weight on this fish. I think 14.5 with the waist length. Okay. That's pretty heavy. Yeah, okay. I would guess that this is a 12 kilo pike. Yeah, so release it quickly. Yeah. This is beautiful pike. Going back. Woo! Yes. Oh. Get me down here, man. That's the way to do it. Proper pike fishing. Bang on the banger. With no fucking electronics. Nach Freds neuem Personal Best kriegen wir hier tatsächlich einen noch größeren Fisch zu sehen, der bei diesen Bedingungen unwahrscheinlicher kaum hätte sein können. Kein Bugmotor, nicht einmal ein Driftsack und trotzdem steht Headbanger am Ende mit 3 Hechten für weit über 300 Punkte da. Ein mehr als würdiger Abschluss für diese Episode. Wir hören rein, wie die Teams ihren Tag erlebt haben. Sven und Emanuel haben sogar noch etwas anderes zu feiern als ihre Riesenhechte. I mean, big up, big down. Yeah, we had big down, big up. But this made it all worth it. Yeah. Let's go home and celebrate your birthday, buddy. Yes. Yeah. Gonna drink some beer. Some barbecue, some beer. Good stuff. What a day. Yeah. Crazy. We start at 0 and on this second episode 0. From 0 to 0. Ja, unser Tag ist rum. Eigentlich war es ein ganz guter Tag. War ein geiler Tag. Gute Fische gefangen. Uns fehlen trotzdem irgendwo ein paar Zentimeter, wenn ich die anderen Fänge so sehe. Wir haben noch einen kompletten Tag. Ich denke mal, da reißen wir noch was, oder? Und jetzt fahren wir im Sturm nach Hause. Ab jeder. Und pünktlich zum Feierabend frischt der Wind auch noch mal richtig auf. Ja, da hinten zieht auch noch ein Gewitter auf, glaube ich. Ja, deswegen, wir machen Feierabend für heute. Tag 1. Wir haben 4 gute Fische. Die Rechnung geht noch auf. Thank you for watching. Until the next episode. See you. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kurze Abmoderation, bevor die Wellen wirklich zu hoch werden. Was für eine irre Folge, in der wir 2 Hechte jenseits der 120 cm und 112er Exemplar zu sehen bekommen haben. Am Ende des Lake Day führt Adventa mit einem gigantischen Board und einem freien Slot vor Neuke, dem einzigen Team mit Fullcard, und Westin, denen bei einem unfassbaren Barschdurchschnitt noch ein Zander zur vollen Karte fehlt. Headbanger hat die eigene Ausgangsposition kurz vor knapp mit 2 Monsterhechten extrem verbessert. LMAB steht als einziges Team noch ohne Barsch, insgesamt aber ebenfalls sehr gut da. Und bei Zeck hat Eule immerhin seinen Angstgegner schon bezwungen. Trotzdem werden er und sein Teampartner am River Day noch eine Schippe drauflegen müssen, um in dieser verrückt starken Gruppe die Chance aufs Finale zu wahren. Ach ja, zu Ehren von Freds neuem PB und der vielleicht krassesten Hechtfolge aller Zeiten haut unser kultiger Franzose noch einen raus. Unter allen Kommentaren mit dem Hashtag IamAdventa bis zum 18.05. gibt es einen 750-Euro-Gutschein, anwendbar auf das gesamte Adventa-Portfolio. Viel Glück und bis zur nächsten Show.